for English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute eine Albino-Rosenboa, Lichanura triviagata, und das Ganze als T-Albino. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin oder war nie so der Wahnsinns-Rosenboa-Fan, aber so Albino und mit dem Orange, Weiß-Orange, also finde ich echt ein hübsches Tierchen. Gibt es, glaube ich, noch gar nicht so lang in der Terroristik zumindest. Also gibt es schon einige Jahre. Also wie gesagt, ich bin ja nicht so der Rosenboa-Insider. Ich habe es auf jeden Fall schon gesehen seit einigen Jahren, dass es das gibt, aber es ist das erste Mal, dass ich so eine Albino-Rosenboa besitze, glaube ich zumindest. Also ich finde es hübsch und spannend und deswegen mein Intro-Tierchen für euch heute. Wir haben noch ein zweites Mal die künstliche Intelligenz bemüht, was denn ein tolles Thema ist für die Reptil-TV-Folgen. Und die KI hat gesagt, so wählst du das richtige Terrarium für deine Reptilien. Terrarium kaufen, dass das eine häufige Frage ist, die wohl in Google oder was weiß ich im Internet auftaucht. Macht eigentlich auch Sinn, ja, wenn ich mir das überlege. Kunden, wenn die hierher kommen oder per E-Mail, klar, das ist eine klassische Frage. Witzig, dass man da KI braucht, dass man drauf kommt. Das wollen wir heute als Thema behandeln. Ja, welches Terrarium macht Sinn, welche Terrariengröße macht Sinn, welche Richtlinien gibt es dafür? Das ist das Thema von heute. Erste Thema ist das Material von dem Terrarium. Ne? Also ich würde mal sagen, das Gängige ist Holz, Glas oder Kunststoff. Der Klassiker ist Glas. Das gibt es schon immer. Also seit ich Terraristik angefangen habe, hat man Glasterrarien. Die haben viele Vorteile. Also ein super Vorteil ist, dass das Glas ja nie irgendwie kaputt geht, also wenn man es nicht gerade fallen lässt oder sowas. Aber die Feuchtigkeit, das Klima im Terrarium macht dem Glas nichts aus, egal wie feucht es da drin ist. Das Terrarium sieht 10, 20 Jahre später noch gleich gut aus, da passiert gar nichts. Ich kann das wirklich Jahrzehnte nehmen, ohne dass es fault oder kaputt geht oder irgendwie was. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil am Glasterrarium und natürlich auch, dass ich überall reinsehen kann, wo ich reinsehen will, ne? Kann auch ein Nachteil sein, weil für das Terrarientier rundherum Glas ist auch nichts. Aber deswegen tut man sich ja dann behelfen mit irgendwelchen Rückwänden, Seitenwänden. Zum einen als Isolierung und zum anderen auch als Sichtschutz fürs Tier. Aber sonst hat sich das Glas wirklich toll bewährt. Das zweite ist das Holz. Gerade die letzten Jahre, Jahrzehnte kamen Holzterrarien auf den Markt, die auch recht billig waren. Also diese OSB-Terrarien zum Beispiel werden relativ billig verkauft. Ist sicherlich die günstigste Lösung, wenn ihr ein Terrarium sucht. Sei es, dass ihr es euch selber baut oder eben so ein fertiges OSB-Terrarium kauft. Selber bauen, seid vorsichtig, vorher rechnen, was es kostet. So Holz und die Materialien und die Schienen und was ihr alles braucht, kosten mittlerweile so ein Heidengeld. Ich glaube, höchstwahrscheinlich ist man billiger, wenn man es fertig kauft. Diese OSB-Terrarien sind gut und günstig, sind auch zweckdienlich. Ich denke, sie haben vielleicht den Nachteil, einerseits die Optik, ne? So ein OSB-Terrarium ist natürlich optisch nicht gerade ein Highlight. Gut, mittlerweile gibt es auch welche, die sind furniert, ne? Da ist außen irgendwie so ein schönes Furnier dann drauf, dann sieht es auch schon mal besser aus. Der zweite Nachteil ist sicherlich, dass das Holz halt doch mit der Zeit unter der Feuchtigkeit leidet, um es mal so auszudrücken. Wenn ich in einem Terrarium, sei es ich habe hohe Luftfeuchtigkeit oder die Wasserschüssel wird ausgeleert oder mein Bodensubstrat ist feucht oder ich habe feuchtes Moos in einer Ecke, dann habe ich beim Holzterrarium ein bisschen Nachteile. Das ist sicherlich ein Manko am Holzterrarium. Die dritte Sorte, die sich die letzte Zeit bewährt hat oder die neu im Kommen ist, sind irgendwelche Kunststoff-PVC-Terrarien. Wirklich toll, also ich würde sagen, haben die gleichen Vorteile wie das Glasterrarium, dass wirklich die Feuchtigkeit
es gibt eigentlich keine Alterung von einem Kunststoffterrarium. Das ist in 10, 20 Jahren sieht es noch gleich aus wie am ersten Tag. Es hat andererseits, es ist nicht so empfindlich bei Versand zum Beispiel oder beim Transport, dass mir da was brechen kann. Also da hat es sicherlich Vorteile, die Kunststoffterrarien. Hier ist vielleicht der Nachteil, dass es doch noch vom Preis, also Kunststoff selber, ist im Preis schon höher wie Glas oder das klassische Holz, was wir vorher gesagt haben. Also ich glaube, die Kunststoffterrarien sind wahrscheinlich die teuersten in diesen drei, in dieser Aufzählung jetzt drin. Dann kommen wir zum Thema Terrariengröße. Und bei der Größe geht es los. Die meisten Leute kaufen sich ja oder wenn man das Tier neu bekommt, ist es meistens ein Jungtier, das irgendwann mal deutlich größer wird. Was mache ich da? Brauche ich erst ein kleines Terrarium und wenn das Tier wächst, noch ein größeres und dann womöglich ein noch größeres? Oder kann ich gleich ein großes Terrarium nehmen und das Tier wächst in das Terrarium rein sozusagen? Meine Meinung dazu, oder ich probiere schon, den Leuten in der Regel dazu zu raten, nee, kauft euch gleich die Endgröße am Terrarium. So die klassischen Schlangen, Königspython, Kornattern, Lampropelten, da ist es durchaus machbar. Bei den Echsen ist es gleich ein wenig schwieriger, weil ich fütter eine Echse mit Insekten, Heimchen, Grillen, Heuschrecken. Wenn ich jetzt eine kleine Echse habe in einem riesen Terrarium und tue der da ein paar Futterinsekten hinstreuen, da geht es keine 2 Minuten, dann sind die Futterinsekten in dem riesen Terrarium verteilt und die kleine Bardergame oder Dornschwanz oder die kleine Echse, bis die reagiert hat, haben sich sämtliche Futtertiere verteilt. Da kann ich mir vielleicht aushelfen, also das ist der Punkt, wo ich sage, okay, ich brauche da vielleicht tatsächlich 2 Terrarien, ein Jungtierterrarium und dann ein für das adulte Tier. Oder ich kann mir als Kompromiss wenig aushelfen, indem ich in das große Endterrarium vielleicht eine kleine Kunststoffwanne reinstelle, das erstmal als vorläufiges Terrarium nehme. Also dann habe ich ja das Klima vom großen Terrarium, habe die Lampe vielleicht nicht direkt drüber, aber so knapp drüber, habe da drin das entsprechende Licht, die entsprechende Heizung. Und wenn ich dann in dieser kleinen Kunststoffwanne fütter, dann verkriechen sich auch die Futterinsekten nicht so. Das kann ich als Kompromiss machen, wenn ich tatsächlich gleich das Endterrarium kaufen möchte und eben nicht zweimal alles kaufen möchte, was ja auch durchaus verständlich ist. Ansonsten bei den Schlangen, es heißt manchmal, naja, die kleine Schlange fühlt sich in dem großen Terrarium nicht wohl. Ich glaube, das ist an sich ein Trugschluss. Ich glaube, dass sich auch eine kleine Schlange in einem großen Terrarium wohlfühlt, wenn in dem großen Terrarium wirklich überall das perfekte Klima ist, ne? Wenn ich jetzt ein großes Terrarium habe mit nur einem Wärmespot, wo das Klima passt und der Rest vom Terrarium ist eisekalt und meine kleine Schlange versteckt sich aber jetzt ausgerechnet in dem kalten Teil, dann wird die in dem großen Terrarium natürlich nicht gut gedeihen, weil sie an der Stelle, wo sie sich versteckt, nicht das richtige Klima hat. Habe ich ein perfektes Klima im ganzen Terrarium, dann glaube ich, tut auch der kleine Königspython oder die kleine Kornatter oder was sich in dem großen Terrarium wohlfühlen. Natürlich aufpassen, dass sie nirgends ausbrechen kann. Eine Babykornatter kann unter Umständen durch die Schiebescheiben kommen oder durch irgendwelche kleine Lüftungslöcher kommen oder sowas. Also da auf jeden Fall aufpassen. Aber ansonsten meiner Meinung nach kann man das Endterrarium auch schon für ein Jungtier nehmen. Und dann die alles entscheidende bzw. heiß diskutierte Frage, wie groß muss denn ein Terrarium sein? Es gibt, wenn ich an mich zurückdenke, als ich als Terrarianer angefangen habe, das Terrarium konnte nicht groß genug sein, weil man hat als Säugetier gedanklich ja drin, ein Terrarium muss ganz groß sein, weil das Tier muss ja rumlaufen und sich bewegen und was weiß ich und so weiter. Also der Mensch ist ein Säugetier und als Säugetier hat man das Bedürfnis, ich brauche viel Platz. Ein Reptil ist kein Säugetier. Ein Reptil ist ein Lauerjäger, ein Reptil ist ein Tier, das sich wirklich in engsten Räumen versteckt.
ein Reptil ist ein Energiesparer. Ein Reptil kriecht oder läuft nie sinnlos rum, ne? Weil das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich ein wechselwarmes Tier bin, das darauf ausgelegt ist, wenig Energie zu verbrauchen, macht es ja keinen Sinn, wenn ich sinnlos rumlaufe oder rumkrieche und dann Energie verbrauche. Deswegen liegen Reptilien fast immer nur faul rum, ne? Was manche Leute nervt, so langweilig, liegt ja nur faul rum. Aber das ist so. Jetzt habe ich weit ausgeholt, was ich damit sagen will. Terrariengröße darf nicht zu klein sein, aber es macht auch keinen Sinn, wenn ich die abarts groß nehme und da wahnsinnig Energiekosten reinstecken muss, damit ich dieses riesen überdimensionierte Terrarium beheizt bekomme. Deswegen ein bisschen einbremsen am Anfang vielleicht. Ganz früher gab es bei den Schlangen zumindest so die Faustformel Länge plus Breite vom Terrarium so lang wie die Schlange. Ne? Also habe ich ein Tier mit 1,50 Meter, hat man gesagt, naja, ein Terrarium 1 Meter mal 50 reicht für eine 1,50 Meter Schlange. Da ist man jetzt mittlerweile ein bisschen größer geworden. Wir in Deutschland, also dieses Reptil TV wird ja international geschaut, aber ich beziehe mich jetzt mal auf Deutschland. Es gibt in Deutschland Haltungsrichtlinien, die wurden von dem Bundesamt für Naturschutz entwickelt oder in Auftrag gegeben. Wir blenden diese Haltungsrichtlinien unten ein, da könnt ihr die anklicken. Da steht für jede Reptilienart die Mindestansprüche, nennt sich das, Mindestansprüche drin, wie groß das Terrarium sein sollte. Und nach diesen Ansprüchen sollten wir uns in Deutschland richten. Aber es ist vielleicht auch international oder wenn ihr aus dem Ausland seid, zumindest wenn es da nicht irgendwie anders oder strenger geregelt ist, kann es vielleicht auch für euch ein guter Anhalt sein. Ich glaube, diese Haltungsrichtlinien sind insgesamt gut. Da kann man wirklich bei den meisten mitgehen. Es gibt so kleine Fauxpas, dass der Königspython zum Baumbewohner erklärt wird, der da ganz gerne klettert und so weiter. Da habe ich aber schon oft drüber diskutiert. Afrika, also im Terrarium klettert tatsächlich ein Königspython. Man sieht die manchmal klettern. Ich denke, es hat da mit der Temperatur zu tun. Aber in Afrika ist ein Königspython immer auf dem Boden. Man wird nie einen Königspython im Baum finden. So gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Aber sonst sind die Haltungsrichtlinien gut. Um euch da ein paar Beispiele zu geben, Königspython zum Beispiel, also noch vorneweg, diese Richtlinien sind immer für 2 Tiere. Ne? Davon ausgehend, man hält 2 Tiere im Terrarium. Was vielleicht auch gleich ein wenig an der Realität vorbei ist, weil man Terrarientiere oft allein hält. Ein Terrarientier ist eigentlich am liebsten allein, aber die Haltungsrichtlinien sind immer für 2 Tiere. Um euch ein paar Beispiele zu geben, bei den Schlangen, Königspython, Boa constrictor oder andere, die meisten Riesenschlangen sind angegeben mit 1 mal 0,5 mal 0,75. Damit ist gemeint, also einmal die Gesamtlänge vom Tier als Breite, 0,5 der Gesamtlänge als Tiefe und 0,75 als Höhe. Also habe ich einen Königspython, der, jetzt machen wir es ganz einfach, 1 Meter hat, muss das Terrarium 1 Meter breit sein, 50 cm tief und 75 cm hoch. Das Ganze gilt bis 1,50 Meter Tiere. Wenn die Tiere größer sind, dann verringert sich die Zahl ein klein bisschen. Also ab 1,50 Meter zum Beispiel, wenn ich eine 2 Meter Boa habe, dann gilt nur noch 0,75 mal 0,5 mal 0,75. Also ich brauche bei der 2 Meter Boa kein 2 Meter breites Terrarium, sondern nur 0,75 der Körperlänge, sprich 1,50 Meter. 0,5 die Tiefe bleibt, also 1,50 Meter mal 1 Meter mal 1,50 Meter brauche ich für die Boa. Habe ich kletternde Schlangen wie eine Kornatter, sagen die Richtlinien 1 mal 0,5 mal 1 der Körperlänge. Ja? Also habe ich eine Kornatter, klassische Größe von der Kornatter würde ich sagen 1,20 Meter vielleicht, 1,30 Meter. Also brauche ich ein Terrarium 1,30 Meter breit. 0,5 mal 1,30 wären 65 cm und einmal Körperlänge Höhe, also bin ich wieder bei 1,20 Meter. Finde ich, bei der Kornatter finde ich es grenzwertig groß, weil was die Kornatter ja, in dem Riesenterrarium, wenn die da so in der Ecke liegt, Kornatter finde ich schon eigentlich ein bisschen übertrieben.
Gibt auch andere Arten, wo ich es untertrieben finde. Zum Beispiel, wir hatten eine Folge über den Kronenbasilisk, gibt es eine Folge. Da sind die Richtlinien, die hier aufgeführt sind, meiner Meinung nach fast zu klein. Also dem würde ich jetzt mehr Platz geben. Also es ist nicht so, dass ich generell sage, alles kleiner. Gibt auch Tiere, wo ich größer sagen würde. Noch zu guter Letzt ein paar Echsenbeispiele. Bardergamen 5×4×3. Bei den Echsen nimmt man nicht die Gesamtlänge, sondern Kopf-Rumpflänge. Ne? Bardergame, was hat eine Bardergame Kopf-Rumpflänge? Circa 20, 25 cm. Nehmen wir mal eine richtig große Bardergame mit 25 cm. 5×25, das würde heißen 1,25 m. 4 mal wären 1 Meter und 3 mal, also 75 cm Höhe. Ne? 1,25 m auf 1 Meter auf 75 wäre die Vorschrift für eine 25 cm lange Bardergame. Ja, was schon ein stattliches Bardergamen-Echse oder für 2 Bardergamen. Ne? Leopardgecko hat 4×3×2 Kopf-Rumpflänge. Das heißt, ich bin beim Leopardgecko wahrscheinlich irgendwo bei 50 oder 60 cm Terrarienlänge. Könnte ich jetzt einiges weiter oder einige Beispiele weiter durchbringen, macht wahrscheinlich keinen Sinn. Zu guter Letzt vielleicht noch die Schildkröten. Die meisten Landschildkröten, Testudo, Geochelone, Aldabrachelis und so weiter, die haben 8×4× Carapax-Länge. Ne? 8 mal der Carapax, also ich habe eine Schildkröte 10 cm lang, brauche ich 80 cm breit und 40 cm tief. Höhe ist bei den Schildkröten gar nicht angegeben, sinnvollerweise. Schildkröte klettert nicht. Also 8×4 ist die Schildkrötenrichtlinie. Also zum Abschluss. Meine Sichtweise ist, hatte ich vorher schon erwähnt, die Richtlinien sind gar nicht schlecht, machen, glaube ich, Sinn. Eure Meinung bin ich mal gespannt dazu, dürft ihr gerne unten posten. Machen sie generell Sinn, beziehungsweise habt ihr ein paar so Stilblüten drin gefunden, wo er sagt, naja, oder wie jetzt der Königspython, ein Baumbewohner oder so, wo man sagt, oh, wer hat denn das geschrieben? Also so 2, 3 kleine Fehler hat man drin. Vielleicht hat der eine oder andere Spaß, die Fehler rauszufinden. Bin ich auf euer Feedback gespannt. Ansonsten, das war die Folge über Terrarien und Terrariengröße. Jetzt am Schluss wurde es relativ theoretisch mit diesen ganzen Größen. Da werden euch die Ohren klingeln. Müsst ihr zur Not vorspulen. Nee, bitte nicht vorspulen. Ansonsten, ja, wie gesagt, bleibt mir treu. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und checkt die Terrarien.